Heute steht der Roborock Curevo Edge 2 bei uns auf dem Prüfstand. Der Roborock Curevo Edge 2 verspricht Flaggschiff-Technik zu einem mehr als fairen Preis. Ist das überhaupt möglich? Oder handelt es sich vielleicht hier nur um ein cleveres Marketing? Die konkreten Fakten: Für einen UVP von 899 € bekommst du 25.000 Pascal Saugkraft, einen Laserturm, der sich einfahren kann wie das Fahrwerk bei einem Flugzeug. Damit ist er unter 8 cm flach, Hinderniserkennung inklusive 280 plus erkannte Objekte, Servicestation, welche dir viele Aufgaben abnimmt und das Saugen in Ecken, Wischen entlang der Leisten dank ausfahrbarer Seitenbürste und Wischeinheit. Aber ihr kennt uns, Papier ist geduldig, unser Testboden aber nicht. Wir haben ihn deshalb wochenlang durch unseren Alltag gejagt mit Sand, Haferflocken, Linsen, Haaren, eingetrockneten Ketchupflecken und den flachsten Möbeln, die diese Wohnung hergibt. Wo er dabei brilliert und wo er richtig gepatzt hat, das klären wir jetzt in unserem Video. Also los geht's! Der Curevo Edge 2 ist gefühlt der 100. Roborock, der durch unsere Wohnung fährt. Seit über 5 Jahren testen wir jedes Modell, das wir in unsere Finger bekommen können. Genau deshalb wissen wir ziemlich gut, wo dieses Gerät im Vergleich steht. Alle unsere Tests findest du übrigens auf www.smart-home-fox.de. Den Link, den packe ich dir in die Beschreibung. Und wenn dir das hier weiterhilft, würden wir uns super freuen, wenn du ein Abo dalässt und die Glocke läuten lässt, um keinen weiteren Roborock-Test mehr zu verpassen. Und eins ist ganz sicher, es werden noch sehr viele folgen. So, jetzt lass uns direkt mit der Königsdisziplin anfangen, dem Saugen. Ich sag's dir direkt vorweg, hier hat uns der Edge 2 wirklich beeindruckt. Für unseren Test decken wir ihm das volle Frühstücksbuffet. Linsen, Haferflocken und feinster Sand. Feiner Sand zum Frühstück? Also auf jeden Fall geht's erst auf den Hartboden und dann auf den Teppich. Auf Hartboden räumt er die Linsen zu 100% ab. Ein spannendes Detail an dieser Stelle: Seine gewölbte Seitenbürste dreht sich bewusst langsam. Dadurch werden die Linsen nicht wie beim Eishockey quer durch den Raum geschossen, sondern landen brav im Saugschacht, wo sie hingehören. Bei den Haferflocken sind es 96% und beim Sand ebenfalls 96%. Und das ist richtig stark. Wo sind die 4%, die fehlen? Die rutschen bei den Haferflocken hier durch die Mitte der Hauptbürste. Die ist nämlich zweigeteilt. Warum sie das ist, hat aber einen sehr guten Grund. Dazu gleich mehr. Unterm Strich, auf Hartboden gibt's für uns fast nichts zu meckern. Jetzt aber auf den Teppich. Da ist es tatsächlich das gleiche Bild. Linsen 100%. Man sieht auch sehr gut, dass die Seitenbürste sich auf dem Teppich per Default dreht. Wenn du sehr lange Teppichfransen hast, wo die Seitenbürste sich unter Umständen verfangen könnte und somit einen Schaden nehmen könnte, hast du die Möglichkeit in der App, die zu deaktivieren. Und Haferflocken? 94%. Auch hier lässt er bei viel Schmutz ein paar Krümel an der Bürstenteilung liegen. Und beim Sand, die Endgegnerdisziplin auf Teppichen? 78%. Das waren bei uns 39 von 50 Gramm, schon nach dem ersten Durchlauf. Und das ist wirklich ein super Ergebnis. Da beißen sich deutlich teure Roboter die Zähne daran aus. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle: Der Roboter bringt die Chassis-Lift-Funktion nicht mit sich. Das fehlt ihm halt zu Luxusmodellen wie beispielsweise dem Saros 20. Was bedeutet das? Er kann sein Gehäuse nicht beim Befahren des Teppichs anheben, um auf diese Weise den optimalen Abstand zu den Teppichfasern herzustellen. Dadurch hätte er vermutlich hier noch ein paar Prozentpunkte mehr rausholen können. Wie sieht's in den Ecken aus? Lass uns einen Blick in die Ecken werfen. Hier hilft die ausfahrbare Seitenbürste mit dem Flexi Arm Arch Side Brush. Die Funktion grundsätzlich gut, aber man sieht, dass er auch mal etwas Schmutz in der Ecke liegen lässt. Wir hätten uns gewünscht, dass sie etwas länger ausgefahren bleibt oder auch einfach zweimal ausfährt in einer Ecke, um den Schmutz wirklich komplett mitzunehmen. Es gibt Modelle, die das drauf haben. Die gute Nachricht: Sowas kann Roborock per Software-Update wahrscheinlich noch nachliefern. Aus unserem Saugroboter-Berater, den ja viele von euch schon fleißig genutzt haben und viele von euch noch fleißig nutzen werden. Moment, wisst ihr, was es ist? Ich erkläre es euch kurz.
Der Link ist in der Beschreibung und wenn ihr euch das anschaut, da kriegt ihr eine von Mensch zu Mensch, also von mir zu euch oder einem meiner Kollegen zu euch Beratung. Da müsst ihr ein paar Sachen angeben und wir suchen dann das beste Modell aus unserer bescheidenen Sicht für euch heraus. Und das Beste ist, das Ganze ist kostenlos, aber versprochen nicht umsonst. Wir wissen aus diesem Beratertool, dass Haare für euch ein echtes Problem sind. Deswegen testen wir auch jeden Roboter in unserem Hardcore-Haartest. Und der Moment, in dem die geteilte Hauptbürste ihren großen Auftritt hat, der kommt jetzt. Die Teilung dieser Bürste, die Dual-Divide-Bürste, ist nämlich dazu da, dass sich keine Haare, vor allem nicht diese langen, hier an der Bürste festsetzen können. Und das Ergebnis, um die Hauptbürste wickelt sich scheinbar nicht. Aber wir schauen natürlich genau hin und wenn du die Hauptbürste ausbaust, dann siehst du, an den Enden setzen sich Haare fest. Da musst du die Seitenbürste ausbauen, mal die Haare entfernen. So richtig stören sie beim Saugen nicht, aber wenn sich da eine riesige Menge über die Zeit ansammeln sollte, dann kann da schon die Bürste in ihre Rotation gestört werden. Also schau da gerne alle paar Wochen mal rein, wenn du viele Haare im Haushalt hast. An dieser Stelle ist auch wichtig zu wissen, um die Seitenbürste wickelt sich tatsächlich bei uns im Test nichts. Auch die Seitenbürste, also diese Flexi Arm Arc Side Brush, komplizierter Name. Aber Tatsache ist, die ist mit so Stoppern versehen und die Haare können deswegen nicht bis zu diesem Arm durchdringen und wickeln sich eben nicht darum. Die Haare gleiten dadurch in Richtung des mobilen Staubbehälters ab wie Spiegeleier auf einer guten Teflonpfanne. Für Haushalte mit Tieren oder eben mit langen Haaren ist das einfach wirklich Gold wert. Noch ein Aber. Zwei Dinge sind uns hier tatsächlich aufgefallen. Erstens ist das Absaugloch etwas schmal und bei extremen Haarmengen wie in unserem Haartest wird das zum Flaschenhals. Da haben es am Ende rund 70% in den Behälter geschafft. Im Alltag ist das aus unserer Sicht aber weniger relevant, aber du solltest an dieser Stelle mal gehört haben. Und zweitens wird die Abluft nicht weit genug nach oben abtransportiert. Leichte Haare werden dadurch teilweise in der Wohnung umhergewirbelt statt eingesaugt. Da sieht man sehr deutlich bei uns im Test und ist aus unserer Sicht ist das ein klarer Minuspunkt. Wenn du an dieser Stelle schon wissen willst, was dieses Saugmonster hier kostet und ob es einen tollen Rabatt aktuell gibt, dann schau doch einfach mal unten in die Beschreibung. Da platzieren wir stets die besten Angebote für euch, die wir natürlich permanent screenen und für euch zusammenstellen. Kommen wir jetzt zur nächsten Paradedisziplin, der Wischtest. Der Edge 2 nutzt hierfür 2 rotierende Wischmöpse und 8 Newton an Pressdruck. Also mal zur Einordnung, andere Modelle drücken hier mit 12 bis 15 Newton auf den Boden und genau dieser Unterschied wird gleich wichtig. Auch die Wischpads wurden etwas überarbeitet und etwas softer gemacht. Guck mal, das habe ich gemerkt. Verstärkte Fasermatrix. Gemischte Fasern nehmen schneller Feuchtigkeit auf, trocknen zügiger und schützen den Boden besser. Ich will nicht zu viel vorweg verraten, aber auch hier gibt es ein Aber. Dazu gleich mehr. Für den Extremtest gab es unser klassisches Katastrophenmenü. Eingetrockneter Ketchup, Kaffee und Mayo-Matsch. Und das Ergebnis? Ich will es mal ernüchternd nennen. Also da ging tatsächlich kaum etwas ab. Die 8 Newton, die streicheln die eingetrockneten Flecken mehr, als dass sie diese wegschrubben. Bei extremen eingetrockneten Verschmutzungen kommen rotierende Wischpads im Allgemeinen und die des Edge 2 im Besonderen an ihre Grenze. Dafür sind die rotierenden Wischpads nicht ausgelegt. Der Tuchtest danach bestätigt, was wir schon befürchtet haben. Da die Wischpads nicht wie bei Walzenrobotern in Echtzeit gereinigt werden, setzen sich die Pads mit der Zeit mit Schmutz zu. Das Ergebnis, der Boden verschmiert, die Wischpads sind dreckig, der Tuchtest dreckig. Auch bei frisch verschütteten Flüssigkeiten sieht es nicht besser aus. Verschmiert statt aufgenommen. Aber immerhin hebt er bei Flüssigkeiten die Hauptbürste und den Saugschacht an, damit dort eben nichts dreckig wird, nass wird, verklebt. Die Seitenbürste bleibt allerdings unten und verteilt fröhlich die Flüssigkeit. Was heißt das jetzt für den Alltag? Ist das Wischen mit dem Edge 2 komplett unbrauchbar? Nein. So ist es auch nicht. Das ist der wichtige Punkt. In einer normal verschmutzten Wohnung, Staubfilm, leichte Alltagsverschmutzung, da wischt er ordentlich. Du kannst in der App auch festlegen, wie oft der Roboter zur Station zurückkehren soll, um die Wischpads zwischenzureinigen.
und wie stark die Wasserabgabe sein soll. An Leisten arbeitet er dank ausfahrbarem Wischpad und richtig gut funktionierenden Wandsensoren erstaunlich präzise. Auch um Stuhl- und Tischbeine kommt er sauber drumherum. Nur in den Ecken, da kommt er nicht rein. Die bleiben trocken. Und bei empfindlichen Böden empfehlen wir, die Wasserabgabe in der App runterzuregeln. Unser Urteil zum Wischtest fällt also zweigeteilt aus. Alltagsunterhalt geht in Ordnung. Eingetrocknete Flecken, Kinderchaos, Hundepfoten nach dem Regenspaziergang. Dafür ist der Roboter schlicht nicht gebaut. Da haben sich in Echtzeit reinigenden Walzenrobotern einfach mittlerweile neue Technologien durchgesetzt. Die gute Nachricht, Roborock hat mit dem Curve 2 Flow mittlerweile einen Wischroboter mit einer sich in Echtzeit sich selbst reinigenden Wischwalze. Wenn dein Zuhause also stark verschmutzt ist, dann kann das tatsächlich ein viel spannenderes Modell für dich sein. Ich verlinke dir das Video, den haben wir nämlich ausführlich getestet, hier oben in der Ecke. Schau es dir einfach mal an. Aber Roboter mit Wischpads bringen auch einige Vorteile mit gegenüber diesen Walzenmodellen. Dazu zählt die deutlich bessere Abdeckung an Leisten und Möbeln, so wie wir es auch bei diesem Modell gerade gesehen haben. Und was auch deutlich besser oder einfacher für dich ist, die Wartung. Die Wartung des Geräts ist deutlich unkomplizierter. Und wenn wir schon beim Thema Wartung sind, dann schauen wir uns genau diesen Punkt jetzt mal zusammen an. Kommen wir also jetzt zur Station. Die übernimmt das Absaugen des Staubbehälters in einen 2,7 Liter Beutel, der hier im Bauch der Station sitzt. Die Station wäscht die Mops mit bis zu 80 Grad heißem Wasser und trocknet sie danach mit warmer Luft, also 55 Grad warmer Luft. Dazu gibt es einen 4 Liter Frischwassertank, der hier oben drin sitzt und einen 3,5 Liter Schmutzwasser. Das klingt doch schon mal nach rundum sorglos Paket. Hat aber tatsächlich auch 3 Haken in unserem Test offenbart. Haken Nummer 1, es gibt kein Reinigungsmittelfach, wie dir vielleicht als Kenner schon aufgefallen ist. Ich sag mal so, es ist nicht wirklich zeitgemäß, weil die meisten Top-Modelle haben heute eine Reinigungsmittelkassette und die dosieren dann das Reinigungsmittel eben selbst in das Wasser. Beim Edge 2, da musst du dann das Reinigungsmittel einfach ins Frischwasser direkt rein selber dosieren. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, wenn du auf der Suche nach einem geeigneten Reinigungsmittel für deinen Wischroboter bist, ja, und Bock hast auf ein ökologisches, gut riechendes Reinigungsmittel, was schaumarm ist, ein Top-Reinigungsergebnis erzielt, also perfekt für einen Wischroboter. Das Coole ist auch, da gibt's tatsächlich für Tierhaushalte duftfreie, also für empfindliche Nasen. Und dann gibt's tatsächlich auch für die Leute, die ein bisschen Duft wollen, hier sensationell gute Düfte. Der hier riecht zum Beispiel nach Zitrone. Der Link dazu, der ist in der Beschreibung. Rabattcode ist auch dabei. Ich habe euch ja versprochen, wir finden alle Haken in unserem Test. Haken Nummer 2, die Station arbeitet mit Einwegbeuteln. Die Beutel sitzen hier und wenn sie voll sind, dann musst du sie rausholen und wegschmeißen. Je nach Verschmutzungsgrad vielleicht alle 2 bis 3 Monate. Das kostet Geld und ist auch nicht so geil für die Umwelt. Was kann man dagegen tun? Du kannst zum Beispiel auf Mehrwegbeutel setzen. Die haben hier so einen Reißverschluss. Und wenn der Beutel voll ist, machst du den raus, machst den Verschluss auf und lässt den ganzen Schmodder aus. Machst ihn wieder zu, setzt ihn wieder ein und weiter geht's. Jetzt fragst du dich vielleicht, woher kriege ich sowas? Schau mal unten in der Beschreibung. Da ist der Link mit Rabattcode. Last but not least, Haken Nummer 3. Das Reinigen dieser Wischpads hier, das hat mir jetzt bei den sehr starken Verschmutzungen nicht so gut gefallen. Wir haben den Reinigungslauf auf Stufe intelligent durchgeführt und das Ergebnis war nicht so intelligent. Also wir haben dann die Einstellung nochmal auf Maximum gestellt und das Ergebnis war zwar besser, aber noch immer nicht komplett zufriedenstellend. Woran liegt's? Sicher spielt es eine Rolle, dass da kein Reinigungsmittelspender in der Station ist, der durch das Reinigungsmittel bei der Mopwäsche werden fettige Verschmutzungen besser gelöst. Dann haben wir auch hier, der wäscht halt mit 80 Grad und nicht mit 100 Grad. 100 Grad ist halt schon auch eine Ansage, das dann macht da auch nochmal einen Unterschied. Der Roboter ist nicht für Haushalte mit sehr starker Verschmutzung beim Wischen, also fürs Wischen, konzipiert. Es gibt dann auch noch einen Einweichmodus, der Soak-Modus. Da kann man einstellen, dass der Mop dann zusätzlich eingeweicht wird, um hartnäckigen Schmutz vor dem eigenen Schrubben zu lösen. Und das hat dann etwas besser geklappt. Aber für den täglichen Reinigungsvorgang gehört dann zur Wahrheit dazu, dass das dann durch diesen Soak-Modus einfach deutlich länger dauert. Wir alle, also ich auf jeden Fall, wie ist es bei dir? Ich will möglichst wenig Zeit mit Putzen und Reinigen und Warten des Roboters verbringen, ja? Und was bleibt denn jetzt noch zu tun beim QRevo Edge 2? Der Roboter hat keinen Anschluss an die externe Wasserleitung. Das bedeutet, du musst
nach jedem Wischgang den Schmutzbehälter selber ausleeren. Andernfalls vergammelt der feuchte Schmutz in deinem Behälter und es fängt natürlich, vielleicht kennst du das, fürchterlich nach ein paar Tagen an zu stinken. Und das kann so schlimm sein, dass du kaum noch diesen Gestank aus dem Plastik rauskriegst. Es gibt mittlerweile auch dafür Lösungen, ja, aber den externen Wasseranschluss, den gibt's hier halt nicht, wie erwähnt. Was es gibt, kannst du dir selbstständig dann besorgen. Zum Beispiel ein Tankerfrischer, den tust du in den Schmutzwassertank, dann fängt es nicht so fürchterlich an zu stinken. Das arbeitet mit probiotischen Bakterien, die den Gestank dann nachhaltig zersetzen. Schau es dir einfach mal an, unten in der Beschreibung, da ist der Link mit Rabattcode. Der Roboter hat auf jeden Fall eine Selbstreinigungsfunktion der Station, das feiere ich immer brutal. Das ist super und funktioniert wirklich auch sehr gut. Eigentlich ist dann von deiner Seite her hier nicht mehr viel zu tun, ja, weil das relativ sauber dann rauskommt. Dennoch, bei Bedarf ist der Wischteller hier entnehmbar. Das ist auch viel wert. So kannst du das ganz easy zum Waschbecken tragen und reinigen. Beim Roboter selbst ist auch nicht viel zu tun. Hier spielen die rotierenden Wischpads ihre Stärke aus. Während Walzenroboter hier relativ kompliziert gewartet werden müssen. Also Walze ausbauen, Walzengehäuse ist schwer zugänglich und so weiter und so fort. Sieht das bei den Wischpads deutlich unkomplizierter aus. Ich empfehle hier die Wischpads nach einer gewissen Zeit. Das hängt natürlich vom Nutzungsgrad, also wie oft du es nutzt, wie schmutzig es bei dir ist und sowas. Einfach mal zu wechseln und in die Waschmaschine reinzuschmeißen. Und das ist halt super easy, weil du kannst einfach hier mit dem Klettverschluss abziehen. Ja, ich kann es einfach abziehen, ne? Mit dem Klettverschluss kannst du es in die Waschmaschine schmeißen. Und fertig. Ich habe euch gesagt, dass der LiDAR-Laserturm hier im Gehäuse verschwindet, damit das Gerät super flach ist. Und das ist eine coole Sache. Aber wie gut war die Navigation beim Edge 2 jetzt tatsächlich? Der Edge 2 navigiert mit einem klassischen LiDAR-Laser. Bewährt, präzise, souverän. Das System nennt sich hier Retract Sense Navigation System. Das Besondere daran ist, wie gesagt, der Laserturm sitzt hinten, nicht vorne und fährt vollautomatisch ein. Sobald ein Sensor auf der Oberseite flache Möbel erkennt, dann duckt sich das Gerät sozusagen auf 7,98 cm und damit ist er der flachste Roboter am Markt und kommt dahin, wo bei anderen der Staub einfach seit Monaten Kirmes feiert. Ein nach oben gerichteter DTOF-Sensor misst laufend die Höhe über dem Roboter und sorgt dafür, dass sich der LiDAR-Turm genau im richtigen Moment einfährt oder wieder ausfährt. In der Praxis fährt er logisch Raum für Raum ab, meistert Engstellen sauber und zeichnet mit Quick Mapping fix eine Karte. Und davon kann er bis zu 10 speichern. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr die Laserturm-Einfahr-Intensität beeinflussen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel in der App auf Extrem stellen, dann quetscht er sich wirklich überall drunter. Und bei uns hat er sich dabei unter der Toilette verkeilt und so kann sich der Roboter dann tatsächlich auch ein paar Kratzer holen. Also mein Tipp an dieser Stelle, beobachte die erste Fahrt genau und justiere die Einstellungen dementsprechend nach. Und wie war es mit der Hinderniserkennung? Hindernisse erkennt er mit seiner Frontkamera und dazu hat er noch strukturiertes Licht und natürlich KI. Was sonst? Das muss ja heute einfach überall drin sein. Das System nennt sich Reactive AI. Über 280 Objekttypen stehen auf der Liste. Im Test hat er Kabel erkannt, der hat Blätter erkannt und die Königsdisziplin. Jeden einzelnen unserer nachgestellten Hundehaufen hat er souverän umkurvt. Außer einen, den hat er leicht berührt. Nur bei ungewöhnlichen Bürogegenständen wie Stiften oder Klammern, da fährt er quasi blind drüber. Und schade, die Seitenbürste wird bei erkannten Objekten nicht richtig abgestellt. So ist die Gefahr einfach dann einen Ticken größer, dass sich der Roboter an Risikoobjekten wie Kabeln oder gar Exkrementen von Haustieren mit der Seitenbürste drankommt und sich halt dann festfährt oder den Kram verteilt im schlimmsten Fall. Stichwort Hindernisüberwindung. Da ist der absolute Standard angesagt. Kletterhilfen hat er keine. Im 90-Grad-Kantentest, da schafft er 2,2 cm. Für normale Türschwellen reicht es in der Regel locker aus. Aber höhere Schwellen oder sehr hochflorige Teppiche sind eine Grenze, die er nicht überwindet. Miss also vorher mal kurz nach, bevor du ihn kaufst. Wenn du aber höhere Türschwellen überwinden lassen musst, dann habe ich an dieser Stelle auch einen heißen Tipp für dich. Der Roborock Saros 20, den haben wir auch getestet. Den Link, den packst du hier oben hin. Der hat in unserem Klettertest übertrieben gut abgeschnitten. Wir wären nicht Smart Home Fox, wenn uns nicht jedes Detail
auffällt in unseren Tests. Und deswegen jetzt kurz zu unserem Lieblingskapitel. Was ist uns sonst noch so aufgefallen? Und zwar im Schnelldurchlauf. Bei jedem Roborock schauen wir uns natürlich auch die App an und sie ist überraschenderweise immer die gleiche. Aber an dieser Stelle sage ich auch immer, das ist einfach die beste Saugroboter-App auf dem Markt. Karten bearbeiten, Reinigungsverhalten pro Raum, Teppichstrategien, Kamera, Live-Bild mit 2-Wege-Audio, Haustiermodi, alles an Bord. Das alles ist super clean und benutzerfreundlich verpackt. Hier lässt Roborock einfach nichts anbrennen. Wenn du mehr über die App wissen willst, dann schau doch mal hier oben in unserem Roborock-Video zur App ausführlich mit einigen Tipps für dich. Check's einfach mal aus. Vielleicht an dieser Stelle, damit du weißt, warum ich jetzt so ins Schwärmen gerate, ein Feature, was mir sehr gut gefallen hat. Du kannst in der App quasi manuell Vorhänge markieren und das bedeutet, der Roboter erkennt dann die Vorhänge und fährt dann tatsächlich unter die Vorhänge und reinigt gezielt darunter. Ja. Und dadurch werden eben auch so versteckte Bereiche mit abgedeckt, ohne dass du etwas immer vorher kompliziert hochbinden musst oder so. Kommen wir zum Sprachassistenten. Mit Rocky ist sogar ein eigener Sprachassistent an Bord. Das ist jetzt nichts Neues, aber es ist auch bei diesem Budget-Modell dabei. Dazu Alexa, Google und Siri und Meta-Unterstützung. Also alles abgedeckt, was man braucht. Ja, hier liefert Roborock alles, was man heute braucht. Kommen wir noch zum Punkt Design und Verarbeitung. Roborock hat hier wohl bei diesem Außenmaterial so ein bisschen ja auf leichtes Plastik gesetzt, sag ich mal, freundlich ausgedrückt. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass alle Steckverbindungen super funktionieren, wie man das von Roborock gewöhnt ist. Und auch die wichtigen Teile, ja, die sind alle super solide und die gewohnte Roborock-Qualität. Zum Aussehen kann ich, ja, das ist der typische Curevo-Look, kann man sagen. Ja, diese günstigere Variante von Roborock, das sieht man halt schon ein bisschen. Aber ich finde es jetzt nicht hässlich. Wie findest du es? Schreib's in die Kommentare. Was ich immer cool finde, ist, wenn man bei der Farbauswahl die Wahl hat, also schwarz oder weiß, gibt's beim Edge 2. Ein Blick auf den Lieferumfang zeigt, der ist relativ mager. Neben Roboter und Station liegt quasi nichts bei. Nur ein einziger Ersatzbeutel. Beutellose Frechheit. Aber wenn du Beutel suchst, ich hab's ja gesagt, hier die Mehrwegbeutel unten in der Beschreibung. Natürlich haben wir auch die Lautstärke überprüft mit 51 Dezibel im leisen Modus. Geht hoch bis 66 Dezibel im Max-Plus-Modus. Ist absolut im Rahmen. Beim Max-Plus-Modus hat es uns nicht so gut gefallen. Kommt noch so ein kleines Pfeifen dazu. Die gute Nachricht, Max-Plus gibt's nur in reinen Saugmodus. Also den brauchen wir zumindest im Alltag sehr selten. Eigentlich springt er hier nur rein, wenn er Teppiche saugt. Ein Blick auf den Akku hat uns im Test gezeigt, nach unserer 80 Quadratmeter Wohnung mit Saugen plus Wischen war der 5200 Milliampere-Stunden Akku zur Hälfte leer. Also solide Leistung. Somit lässt sich hier eine Wohnung von bis zu 120 Quadratmeter am Stück saugwischen und das ist absolut okay. Eine Schnellladefunktion hat er tatsächlich nicht. Das ist ja ein kleiner Nachteil, vor allem wenn du halt eine sehr große Wohnfläche daheim hast. So, ihr Foxys, ihr fragt euch bestimmt nach diesen ganzen Informationen, what does the Fox say? Und wir sagen, der Roborock Curevo Edge 2 ist 2 Roboter in einem. Ein absolut herausragender Saugroboter und ein bestenfalls mittelmäßiger Wischroboter. Und jetzt kommt der Punkt, für viele ist genau das völlig okay. Denn für ein UVP von ca. 899 € kriegst du hier gewohnte Roborock-Qualität mit sehr starken Ergebnissen in wichtigen Bereichen. Also Saugen, Navigieren, App ist super und ultra flache Bauweise. Und zum Preis, das ist wie gesagt ein UVP, also in der Regel ist der vielleicht nochmal 100, 200 € günstiger. Schau einfach mal unten, der Link ist in der Beschreibung. Wir packen immer die aktuellsten Angebote rein. Ein paar extravagante Features, die nur für eine kleine Zielgruppe relevant sind, die werden bewusst hier ausgelassen, um den Preis niedrig zu halten. Wie zum Beispiel die Kletterhilfe. Und wirklich vermissen tun wir eigentlich nur die Reinigungsmittelkassette in der Station. Und der Punkt Wischen, ja, da kriegst du halt hier eben nicht diese super krassen Reinigungsergebnisse. Das reicht hier eben nur für leicht verschmutzte Wohnungen. Und wenn du einfach eine richtig starke Wischfunktion willst, die dir in deinem Alltag dieses lästige Wischen abnehmen soll, dann schau dir doch mal den Curevo Curve 2 Flow an. Das ist die Roborock-Lösung für super verschmutzte Wohnungen. Wie findest du das Gerät? Preis-Leistung, ja,
Sag's einfach mal, mich würde super interessieren, schreib's in die Kommentare. Wenn du einfach mal wissen willst, was ist State of the Art, was sind die besten Wischroboter aktuell, dann pack ich dir mal hier unser ausführliches Vergleichsvideo rein. Schau es dir einfach mal an und vergiss auf keinen Fall ein Like da zu lassen, wenn dir das Video ein bisschen geholfen hat. Und schließ ein Abo ab, da unten ist der Button, sollte das noch nicht passiert sein. Ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist und nichts mehr von unseren Tests verpasst. Bis dahin, Peace!